Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr jetzt sicherlich bemerkt habt, beginnt unseres Video relativ ungewöhnlich mit einem Standbild eines Fotos, welches einen Zugang zu einem Luftschutzstollen zeigt, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Das sind erstmal unsere rudimentären Informationen, die wir haben. Die sind wirklich sehr, sehr spärlich. Und die Anlage ist für uns wirklich sehr interessant gewesen. Zu einem war es relativ spontan, dass wir das Ganze aufgesucht haben. Das werdet ihr auch im Video dann sehen. Wir waren da relativ spärlich auch ausgerüstet, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Im nächsten Foto, was wir euch jetzt hier einblenden, seht ihr auch nochmal diesen Stein, der praktisch über den Eingang angebracht ist mit der Inschrift, wann das Ganze letztendlich erstellt wurde. Also man sieht da auf Altdeutsch geschrieben, höchstwahrscheinlich C. Krämer. Ich habe das versucht, noch etwas hier bildbearbeitungstechnisch rauszuholen, dass man das relativ gut erkennen kann, weil es schon ziemlich ausgewaschen war. Und dann höchstwahrscheinlich anno 1862, also es wird nicht 1802 sein. Man hat da doch diesen kleinen Schwung, also denke ich mal, dass das 1862 ist. Ja, wir starten das Video. Ich habe es im Prinzip nachsynchronisiert, jetzt nachkommentiert, damit das jetzt im Nachgang auch einfach ein bisschen verständlicher wirkt. So, wir befinden uns jetzt hier direkt in dem Luftschutzstollen in der Anlage. Hier ist noch die Tür zu sehen. Und hier haben wir auch schon die ersten Relikte. Ein Schwungrad für höchstwahrscheinlich irgendeine Kurbel wird es gewesen sein. Wir sehen hier im vorderen Bereich einigen nachträglichen Unrat, der reingestellt wurde. Und haben hier auch schon die erste Zwischentür, die erste, ja, höchstwahrscheinlich Gasschutz oder Gasschleuse. Und bewegen uns jetzt hier weiter in die Anlage rein. Es geht jetzt auf der rechten Seite ein weiterer Gang ab. Man sieht jetzt hier auch nochmal einen Metallrahmen. Da wird höchstwahrscheinlich auch nochmal eine starke Tür dran gewesen sein. Und hier geht es im Prinzip einen Aufgang hoch. Und man sieht auch auf dem Boden, es handelt sich hier tatsächlich um einen alten Wehrgang, der höchstwahrscheinlich nachträglich noch zu diesem Luftschutzstollen oder zu dieser Anlage ausgearbeitet wurde. Und man beachte auch links oben, das Kabel geht durch die Wand. Das heißt, die Wand, die wir da gerade eben gesehen haben, ist nachträglich gesetzt worden. Das heißt, die Anlage wird mit Sicherheit noch deutlich größer gewesen sein. Und wo sie letztendlich endet, ist uns noch nicht ganz klar. Die Fußspuren, die ihr jetzt hier unten in dem vorderen Bereich seht, die sind wirklich tatsächlich nur von uns. Wir haben keine Fußspuren vorgefunden. Das zeigt, dass die Anlage schon länger nicht mehr betreten wurde. Hier haben wir jetzt auch nochmal eine Aufmauerung praktisch gesehen. Für was die letztendlich gedient hat, ist nicht ganz klar. Jetzt sind wir praktisch schon in dem großen Vorraum, ich sage jetzt mal in dem kleinen Gewölbe, und haben hier auch auf dem Boden verschiedenste Relikten von kleinen Dosen und Flaschen und auch Löffel und so weiter gefunden, die hier alle auf dem Boden verteilt waren. Auch das sehr, sehr alt, könnte trotz alledem Mischmasch sein aus Relikten jetzt aus dem Krieg und vielleicht die nächsten 1-2 Jahrzehnte danach. Das kann man nicht mehr ganz gut nachvollziehen, was es im Einzelnen ist, weil man keine Aufdrucke oder ähnliches jetzt gesehen hat. Da ist zum Beispiel jetzt, glaube ich, eine Fahrradgabel. Und ja, das hier ist letztendlich das große Gewölbe, was man hier rausgestemmt hat. Und da sieht man auch nochmal das Zwischenportal. Auch da war eine riesige Tür, wahrscheinlich eine Doppeltür angebracht gewesen. Und hier haben wir im Prinzip schon das, was eigentlich das Interessante ist, wo ich kurz drauf geschwenkt habe, was mir zu Anfang noch gar nicht richtig bewusst gewesen ist. Hier erstmal auch noch weitere Relikte. Man hat hier Geschirr, leider jetzt keinen Aufdruck gefunden, ob es sich aus Geschirr handelt, das was direkt aus dem Krieg ist oder nachher. Aber auch das sehr, sehr alt. Auch die Verkabelung sehr alt. Die könnte auch noch original sein. Ja, hier, wie gesagt, nochmal am Boden
die einzelnen Relikte. Und hier kommen wir auch schon wieder auf die Szene, die ich meine. Hier, und auch da wurde es mir immer noch nicht ganz bewusst, und schaue mir weiterhin die Räumlichkeit an, da auch nochmal das Eingangsportal mit der höchstwahrscheinlich schwenkbaren Doppeltür laut oder gemäß den Scharnieren, die da angebracht waren. Und wie gesagt, hier komme ich langsam auf dem Trichter und schwenke nochmal zu diesem, ich sag's jetzt mal, Tatort, und schaue mir das jetzt einfach mal näher an, was wir da jetzt vor uns haben. Also wir haben da ein Loch. Ich werde das gleich in dem Video selber auch nochmal jetzt mit der Originalvertonung euch präsentieren, damit ihr wisst, was hier jetzt eigentlich wirklich Sache ist. Ja Leute, wir sind jetzt aktuell hier gerade in einem Luftschutzkeller oder Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hinten ist der Zugang gewesen. Und wir sind jetzt hier praktisch in einem großen Raum, der hier rausgestemmt wurde. Und was sehr, sehr interessant ist, am Ende des Raumes sieht man noch alte Werkzeuge, die hier schon wirklich zum größten Teil zersetzt sind, zumindest das Holz. Man sieht hier noch eine Picke, hier ist ein Hammerkopf und hier hat man einen Stein heraus gemeißelt, mehr oder weniger. Hier liegen die Reste von den Steinen, da das andere. Und hier in der Mitte ist eine Schaufel, da das Schaufelblatt und hier der Stiel. Und so wie das hier wirkt, hat man hier vor Jahrzehnten höchstwahrscheinlich was gesucht und versucht auszugraben oder hat es ausgegraben. Vielleicht hat man was versteckt, hat es dann gefunden. Das ist schon sehr interessant. Kann durchaus sein. Also hier ist seit Jahrzehnten wirklich keiner mehr gewesen, keine Fußspuren gewesen, gar nichts. Jetzt hat man hier wie so einen kleinen Tatort. Einer versucht hat, oder es geschafft hat, das hier rauszuholen, was auch immer das gewesen ist, weil die restlichen Steine da hinten unberührt, das ist auch alles versindert, nur hier in der Mitte. Ja, sehr merkwürdig. Ja, ich denke, dass Tatort wirklich ganz gut passt und das Ganze hier einmal beschreibt. Wie gesagt, das ist uns am Anfang gar nicht so wirklich bewusst geworden, erst nachdem wir zum Ende hin noch weitere Fotos gemacht haben. Hier jetzt auch nochmal im Detail das Schaufelblatt und die Werkzeuge, die so ringsrum lagen, wo man jetzt nochmal ganz eindeutig sieht, dass das wirklich schon sehr, sehr lange da in diesem Zustand halt auch liegt. Die große Preisfrage ist halt wirklich, was hat man gesucht oder was kann man wohl versteckt haben, weil es doch halt wirklich schon ganz schön ungewöhnlich ist. Also man hat da zwar diese schwarze Schicht auf dem Boden, das scheint aber alles nur verrottetes Holz und vielleicht ein bisschen Erde zu sein, was man von draußen vielleicht mit reingeschafft hatte, aber unten drunter sind halt wirklich solche Platten. Ich weiß nicht, ob man die im Nachgang irgendwie so verlegt hat, das sieht eher nicht so aus, sondern wirklich natürlicher Stein. Und deshalb ist dann die Frage, wie man es überhaupt geschafft hat, dann sowas zu verstecken. Vielleicht war ja der Stein, den man da ausgemeißelt hat, vielleicht auch vorher schon irgendwie ausgemeißelt worden. Vielleicht hatte man auch versucht, im Nachgang die Anlage, das Gewölbe an der Stelle auch zu erweitern und hatte da schon die Steine so ein bisschen aufgebrochen. Aber dass man jetzt so gezielt einen kleinen Bereich praktisch ausgestemmt hat und scheinbar da auch nicht sehr tief gegraben hat, ist das halt wirklich irgendwie ein Indiz, zumindest für uns, dass man halt wirklich aktiv was gesucht hat und das da herausgenommen hat, das wahrscheinlich auch gefunden hat. Weil die Erdaufhäufung davor, da sieht man das ja auch, dass das nicht sehr viel ist, was man an Material aus dem Bereich rausgeholt hat. Scheinbar hat man auch da nicht mit irgendwelchen Maschinen gearbeitet, also nicht mit Presslufthämmern oder ähnlichem, was es ja zu dieser Zeit auch schon längst gegeben hat, sondern man hat es scheinbar so wirklich im Stillen und Heimlichen gemacht, dass man das nach außen hin
nicht bemerkt. Ne? Also die Anlage ist, wie gesagt, ein ehemaliger Wehrgang und man hat auch, der Zugang ist, wie gesagt, ja gut versteckt, aber trotzdem ist der ja praktisch in einer Stadt letztendlich und man wollte wahrscheinlich gar nicht so viel ja, Lautstärke produzieren, damit man das wahrscheinlich gar nicht mitbekommt. Wir haben da jetzt auch nichts irgendwie verlegt an Werkzeugen oder wollten halt in diese Grube reinschauen, ob da vielleicht noch irgendwas drin ist. Wir haben das, wie gesagt, alles so gelassen. Das widerspricht sonst auch dann unseren Kodex, wenn wir da jetzt einfach irgendwas umstellen oder umgraben, um irgendwie was zu suchen oder zu finden. Wir wollten es einfach nur genau diesen Zustand halt dokumentieren. Und ja, wie gesagt, für uns wirklich sehr, sehr interessant. Und wir sind auch mal gespannt, was ihr dazu meint, was das da wirklich sein könnte, ob es sich wirklich, wie wir vermuten, um eine Ausgrabung handelt von einem Schatz, sage ich jetzt einfach mal, oder was Versteckten, oder ob man da irgendwie versucht hat, was zu erweitern, irgendwie die Anlage zu vergrößern und praktisch da letztendlich die Arbeiten abgebrochen hat und das so liegen gelassen hat, was ich allerdings nicht als stimmig empfinde. Naja, auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen, diese kleine Tatortanalyse, sage ich jetzt mal. Und wir freuen uns über Kommentare eurerseits. Wie gesagt, eure Meinung dazu, was könnte das gewesen sein und was ihr allgemein dazu sagt. Dann war es das mit diesem Video. Und wir wünschen euch noch eine angenehme Zeit und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut!